Hallo zusammen. Heute kocht die Oma Betty wieder mal. Weil die Zeit jetzt so schnelllebig ist, sollten wir unsere traditionellen Gerichte nicht ganz vergessen. Und aus diesem Grund werde ich heute mit euch eine Kartoffelsuppe machen. Aber eine Kartoffelsuppe wäre dann doch zu einfach. Und deshalb werde ich euch heute 4 Varianten dieser Kartoffelsuppe vorstellen. Ihr sucht euch die aus, die euch am besten zusagt, am besten schmeckt, eure Familie am besten schmeckt und die könnt ihr dann nachkochen. Dann legen wir ganz einfach mal los. Hier seht ihr mal eine Auswahl an Lebensmitteln, was ich heute benötige. Ich hatte ja gesagt, dass ich verschiedene Varianten für euch kochen werde. Deshalb ist es hier auch ein bisschen viel. Lasst es euch aber nicht ernst werden, denn ihr kocht ja nur eine Suppe. Die Wiener Würstchen benötige ich für die ganz traditionelle. Eigentlich auch mehr für unsere Kleinen gedacht. Den Brokkoli, das Gemüse als Suppengrün gleich gekauft mit Karotten, Lauch, Sellerie und Petersilie. Und hier habe ich noch einen ganz knackigen Staudensellerie. Das alles brauchen wir für unsere Gemüsesuppe. Zu der Gemüsesuppe gehört dann auch der Gemüsefond dazu. Zu allen anderen 3 Varianten kommt der Rinderfond zum Einsatz. Die dritte ist die ganz feine Variante der Kartoffelsuppe. Mit Lachs, mit Sahne, mit etwas Kurkuma, mit Dill und mit frischen Pfifferlingen, die ich heute bei meinem Einkauf entdeckt habe. Da konnte ich einfach nicht widerstehen und die werde ich auch mit hinzugeben. Und jetzt die letzte, die 4. Variante, die herzhafte mit Speck, mit Zwiebel, mit Bauernwürstchen, mit dem restlichen Käse, den wir noch im Kühlschrank stehen hatten. Butter und Milch benötigen alle 4 Varianten. Aus diesem Brötchen werden knusprige Croutons und das ist meine Deko. Aber zuerst schaffen wir uns jetzt die Grundlage für alle 4 Suppen. Für 4 Portionen brauchen wir ca. 1 Kilo mehlig kochende Kartoffeln. Diese werden geschält und in grobe Stücke geschnitten. Eine Kartoffel schneiden wir in kleine, feine, gleichmäßige Würfelchen. Wofür? Das erfahrt ihr später noch. Währenddessen unsere Kartoffeln auf dem Herd stehen, um zu kochen, kümmern wir uns ums Gemüse. Werden es waschen, putzen und schneiden. Das Gemüse wird in wenig Salzwasser gedünstet, erstmal ohne Lauch und ich füge noch eine Prise Natron dazu. Dadurch behält das Gemüse die intensive Farbe. In der letzten Minute der Kochzeit kommt noch der Lauch dazu. Es sollte alles bissfest sein. Abseihen, das Wasser natürlich auffangen, das kommt noch mit in die Suppe hinein. Und mit eiskaltem Wasser abspülen, dass es nicht nachzieht und knackig bleibt. Die Kartoffeln sind fertig gekocht. Sie sollten weich sein, aber nicht zerfallen. Und jetzt warten sie drauf, zerkleinert zu werden. So, und jeder hat eine andere Methode, die Kartoffeln zu zerkleinern. Manche nehmen den Stampfer, den habe ich nicht, das habe ich auch noch nie gemacht. Manche nehmen den Mixer, aber Vorsicht, wenn ihr den Mixer nehmt, also diese kleinen Messer, und zerkleinert die Kartoffel damit, brechen die Stärkezellen der Kartoffel auf, das Klebeeiweiß tritt heraus und macht die Kartoffel zäh und klebrig. Und das ist nicht mehr zum Essen dann. Wenn der Mixer so eine Pürierscheibe besitzt, die könnt ihr verwenden. Ich mache das aber ganz anders, schon immer, viele Jahre. Ich nehme die gute alte Kartoffelpresse. Das ist jetzt zwar keine alte mehr, manche haben vielleicht noch die aus Metall, die kann man gut nehmen. Die ist mir aber mal kaputt gegangen. Und da habe ich mir so eine gekauft, die macht aber ihre Arbeit genauso gut. Und damit werde ich jetzt die Kartoffel durchdrücken. Wer sich jetzt für die Gemüsevariante entscheidet, gießt mit Gemüsefond auf. Vegetarisch kann man dann noch Milch und Butter dazu nehmen und ganz vegan lässt man das ganz einfach weg und nimmt nur Gemüsefond.
Und für die anderen 3 Varianten, das ist die ganz traditionelle mit Würstchen, das ist die herzhafte mit Zwiebel und Speck und das ist die feine mit Lachs, werde ich jetzt mit Rinderfond aufgießen. Für unsere Variante mit Lachs nehmen wir Schlagsahne und gießen die Suppe damit auf. Für die anderen beiden Varianten, die herzhafte mit Speck und Zwiebel und die mit Würstchen, gießen wir mit Milch auf. Auch für unsere gemüsige Suppe können wir Milch verwenden. Ein gutes Stück Butter können alle 4 Varianten vertragen. Außer man macht eine vegane, dann lässt man sie ganz einfach weg. Die wird in die heiße Suppe geworfen und gleich gut untergerührt. Wenn wir jetzt noch mit Salz und Pfeffer und Muskatnuss würzen, ist unsere Grundsuppe für alle 4 Varianten fertig. Zuerst Speck und dann Zwiebel in die Pfanne. Die geschnittene Bauernwurst, aber die nur ganz kurz braten, denn sie ist gepökelt und geräuchert und darf keine hohen Temperaturen bekommen. Ganz zum Schluss noch den Lauch dazu und ungefähr 1 Minute mitbraten. Die in Butter gebratenen Croutons sind knusprig und fertig. Nun brate ich die frischen Pfifferlinge noch in Butter an. Jetzt ist es soweit und wir gehen mal ans Anrichten. Für unsere Kleinen geben wir die Würstchen einfach in die heiße Suppe hinein. Wir mogeln ihnen noch etwas Vitamine unter, in Form von Petersilie. Und sie mögen es auch immer etwas knusprig, also fügen wir noch ein paar schöne Croutons dazu. So, dann kommt unsere Gemüsesuppe. Und da hinein geben wir jetzt auch die kleinen Kartoffelwürfel. Petersilie, etwas Majoran, denn Kartoffeln mögen Majoran. Staudensellerie. Jetzt kommen wir zu unserer herzhaften Suppe. Da geben wir die Speckwürfel, Zwiebelwürfel und die Bauernwürstchen hinein. Etwas Lauch hatte ich dann noch mit angeschwitzt zum Schluss. Etwas von unserem Fond aus der Pfanne. Etwas Majoran. Die kleinen extra gekochten Kartoffelstückchen. Petersilie. Dazu können wir auch noch den restlichen Käse geben, den wir im Kühlschrank übrig hatten. Jetzt kommen wir noch zu unserer ganz feinen Suppe. Da hatte ich eigentlich vor, etwas Kurkuma reinzugeben. Dann wird die so schön gelb. Dill hinein, die Lachsstreifen, die Pfifferlinge. Und auch hier nochmal was Knuspriges. Voilà! Fertig sind die 4 Varianten. Die Kartoffelsuppe mit Würstchen für unsere Kleinen. Die vitaminreiche Kartoffelsuppe mit dem vielen Gemüse. Die herzhafte mit Speck, Zwiebel, Lauchringen und Bauernwürstchen. Und die ganz feine mit Lachsstreifen, Pfifferlingen, Croutons und etwas Kurkuma. Und was mache ich mit dem Rest des Gemüses? Ach, ich weiß schon, meine bewährte Gemüsepaste, die sich ein halbes Jahr im Kühlschrank hält und die ich zum Kochen verwende bei Gemüse, bei Suppen, bei Kartoffeln, bei Eiern und Eintöpfen. Da gibt es einen Film dazu und ich verlinke ihn jetzt hier oben. Vielleicht findet ihr unter diesen 4 Varianten eure Lieblingssuppe heraus. Moment. Das ist noch das Sahnehäubchen auf der Lachssuppe. Ja, wenn es euch wieder gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen zu geben, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Kocht eure Lieblingssuppe nach, würde mich sehr freuen und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.